Guten Abend, Magdeburg! Liebe Freunde, liebe Familien, vielen, vielen Dank für diese Bilder. Das sind die Bilder, die Deutschland gerade sehen möchte. Bilder, dass wir uns das nicht mehr länger gefallen lassen möchten, dass wir endlich eine endgültige Wende in diesem Land brauchen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie oft hören wir noch leere Versprechen, während die Menschen hierzulande leiden? Ulrich Siegmund spricht in Magdeburg nicht nur als Politiker, sondern als Vater, der die Nase voll hat von den Zuständen in unserem Land. Er stellt die Fragen, die viele von uns beschäftigen. Warum werden Täter geschützt und Opfer vergessen? Und warum müssen wir überhaupt solche Ereignisse erleben? Dieses Video zeigt eine Rede voller Herz, Wut und Trauer. Und es wird euch nicht kalt lassen. Schaut rein, schreibt eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gemeinsam ein klares Zeichen setzen. Vergesst nicht, ein Like dazulassen, zu abonnieren und vor allem mitzudiskutieren. Auf geht's! Liebe Freunde, es ist der 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Wir alle hier auf diesem Platz werden morgen Heiligabend und Weihnachten im Kreise der Menschen feiern, die wir lieben, die uns wichtig sind und mit denen wir ein schönes Weihnachtsfest erleben möchten. Aber viele Menschen, die das auch machen wollten, werden es nicht mehr machen können. Sie werden es nie wieder machen können. Und das ist der Grund, warum wir hier stehen. Wir möchten heute ein ganz klares Zeichen setzen. Ein ganz klares Zeichen im Sinne der Opfer und Betroffenen, in unserer Trauer und in unserem Unverständnis. Wir möchten aber auch ein Zeichen setzen, dass jetzt ein für alle Mal Schluss sein muss. Wir können diese Zustände in Deutschland nicht mehr ertragen, liebe Freunde! Hier stehen heute Menschen aus allen Teilen Sachsen-Anhalts. Hier stehen tausende Menschen aus allen Teilen, offenbar sogar Deutschlands, wie ich gehört habe. Ihr seid hier heute hergekommen, um dieses wichtige Signal nach ganz Deutschland zu setzen. Und jeder, der diese Bilder heute sieht, muss wissen, ihr seid nicht allein, wenn ihr das auch so seht. Wir sehen es alle so. Jeder mit einem gesunden Menschenverstand hat die Nase voll und das muss ausgesprochen werden, liebe Freunde. Ich stehe heute, wie viele hier, nicht als Politiker. Ich stehe hier als Mensch. Ich stehe als Vater, der sich fragt, was wir aus den Ereignissen der letzten Jahre gelernt haben. In welche Zukunft schicken wir unsere Kinder? Solingen, Mannheim, Frankfurt, Berlin, Magdeburg. Wie lang soll diese Liste noch werden? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich komme vorhin aus dieser Sitzung, aus dieser Sondersitzung. Und da war wirklich eine Aussage, die mich fassungslos gemacht hat, die mich wirklich menschlich schockiert hat. Ich zitiere: Wir haben aus den Ereignissen aus Solingen die Erkenntnisse ja schon, oder man hat die Erfahrungen aus Solingen sammeln können. Ich möchte nicht, dass wir aus Terroranschlägen Erfahrungen für nächste Terroranschläge machen. Ich möchte, dass wir die einzig logische Erfahrung daraus sammeln, dass wir diese Zustände endlich ein für alle Mal beenden müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die Frage. Wie kann so jemand in diesem Land Arzt sein? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann jemand, der ganz offensiv mit diesem Thema vorher nach außen gegangen wird, nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden, aber jemand, der im Internet Schwachkopf schreibt, kriegt eine Hausdurchsuchung? Was sind das für Zustände in diesem Land? Und die dritte entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist: Wie kann so jemand überhaupt auf deutschem Boden sein? Das ist die zentrale Frage, die ich mir nach diesem Ereignis stellen muss. Und liebe Freunde, das sind alles Fragen, die wir jetzt beantworten müssen. Und wir werden sie beantworten. Ich möchte Ihnen hier und heute als Fraktionsvorsitzender gemeinsam mit Oliver Kirchner garantieren, dass wir genau das aufarbeiten werden und jedes einzelne Detail so lange hinterfragen werden, bis wir endlich die vollständige Transparenz hergestellt haben. Heute wurde übrigens nicht mal auf unserem Antrag heraus eine völlige Öffentlichkeit dieser Sitzung preisgegeben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das wäre das einzig richtige Signal gewesen. Und demzufolge möchte ich zum Schluss, bevor wir auch gleich so angemessen, wie es
irgendwie möglich ist, unsere Trauer zum Ausdruck bringen und gemeinsam mit Tausenden, der Domplatz ist komplett voll, einen Trauermarsch vollziehen durch diese wunderschöne Stadt, möchte ich Ihnen noch mal zum Schluss mein herzliches Dankeschön aussprechen. Sie sind heute alle am 23.12. hier nach Magdeburg auf dem Domplatz gekommen, um dieses wichtige Zeichen zu setzen. Wir haben die Nase voll, wir möchten es nicht mehr länger, wir möchten unser altes Land zurück, liebe Freunde. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. So, liebe Freunde, das war Ulrich Siegmund und jetzt kommen wir zum letzten Redner am heutigen Tag. Er ist unser Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und er ist auch Mitglied des Bundestages. Heißt mit mir recht herzlich willkommen Martin Reichert. Lasst meinen kleinen Teddybären nochmal um die Welt fliegen. Mit diesen Worten trauert die Mutter von André um ihren Sohn. Er wurde 9 Jahre alt. Diese Worte zerreißen uns allen das Herz. Wir alle sind Mütter, Väter, Söhne, Töchter, Omas und Opas. Mein Jüngster ist 12. Wir stehen hier und begreifen das Unbegreifliche nicht. Wir denken an die Opfer, an ihre Angehörigen, an Hunderte von unschuldigen Menschen, die morgen den Zauber von Weihnachten nicht mehr erleben. Und wir wissen, jeden von uns hätte es treffen können. Wir hören die leeren Phrasen der verantwortlichen Politiker und wissen, das Schicksal der Opfer geht ihnen nicht ans Herz. Bundeskanzler Scholz sagte, man müsse den Täter und seine Handlungen und Motive genau verstehen. Nein, denn was Terroristen motiviert, ist nicht relevant für unser Leben und unsere Zukunft. Der Täter ist ein ausländischer Extremist, der seine Morde mehrfach angekündigt hat. Er gehörte nicht hierher, liebe Freunde. Die Opfer, die wir beklagen, sind Opfer politisch-religiöser Konflikte, die ihren Ursprung am anderen Ende der Welt haben. Wir fragen uns, wie lange soll das Volk noch bluten, bevor die verantwortlichen Politiker innehalten und die Vernunft haben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. In Magdeburg haben wir Gewalt, Terror, Hass erlebt, der blind zerstört hat. Und das ist eine Gefahr, vor der es keinen Schutz gibt, solange diese Gefahr im Lande belassen wird, liebe Freunde. Magdeburg weint und wir ringen um Fassung. Neben der Trauer ist da aber auch Wut und deswegen stehen wir hier. Wir wollen den politisch Verantwortlichen sagen, dass das Menschenrecht auf Leben für alle gilt. Es gilt auch für uns, die wir in unserer Heimat Deutschland frei und sicher leben wollen. Die verantwortlichen Politiker werden keine Verantwortung übernehmen. Sie werden schnell zur Tagesordnung übergehen,
während für die Opfer und ihre Angehörigen die Welt stehen geblieben ist. Wir stehen hier und begreifen das Unbegreifliche nicht. Wir denken an die Opfer, an ihre Angehörigen, an Hunderte von unschuldigen Menschen, die morgen den Zauber der Weihnacht nicht erleben können. Ein Tag vor Weihnachten gilt den Opfern unser Gebet. Den Angehörigen und Verletzten wünschen wir viel Kraft. Fassen wir uns an die Hände, liebe Freunde, entzünden wir die Lichter und rücken wir zusammen. Trauern und trösten wir uns gegenseitig und lassen wir in Gedanken den Teddybären um die Welt fliegen. Für André, den kleinen Jungen und alle anderen Opfer schöpfen wir Kraft in der Hoffnung, dass es für den kleinen André im Himmel keine Tränen mehr gibt, sondern nur Liebe und Hoffnung. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr hier mit uns zusammensteht. Ich bitte nun alle Redner auf die Bühne für eine Schweigeminute. Alice fehlt, oder? Ah, da kommt sie. Ich danke euch.